Welcome to Tunisia! Welcome to Tunisia! That's very... Sieht man, wie ich schwitze? Ich bin einfach als letzter ins Gate reingerannt gerade. Also förmlich reingerannt. Gerade in Köln-Bonn gelandet. Ich hatte meinen richtigen Final Destination Moment. Eigentlich schlafe ich immer, weil ich bin schon gewohnt zu landen und ich schlafe aus Prinzip immer, wenn wir landen. Und was passiert? Muss ich hier raus? Anscheinend. Ich melde mich gleich wieder. Ich dachte, ich will einfach nur Flugzeug wechseln. Können wir gerne sagen, ob es in Köln-Bonn einen Transitbereich gibt. Ich habe es jetzt nicht gefunden. Ich bin jetzt raus. Auf jeden Fall Final Destination Moment. Wir landen und er ist so hart aufgekommen, dass mein Tisch vor mir aufgeklappt ist und genau vor mein Gesicht war. Aber weil ich wach war, ist mein Kopf halt nicht nach vorne gekippt. Hätte ich geschlafen wie sonst immer, schön rein da. Wäre ich mit so einem Strich, so einer Kante, wäre ich dort gelandet in Tunesien. Naja, was soll ich machen? Sieht man, wie ich schwitze? Ich bin einfach als letzter ins Gate reingerannt gerade. Also förmlich reingerannt. Es gibt keinen Transitbereich in Köln. Und ich bin jetzt innerhalb von 35 Minuten, ich habe ja dieses Video noch vorhin gemacht, weil ich raus musste. Und dann hatte ich dann nur so mega lange Schlange im Security. Und dann musste Security durch und Passkontrolle. Ich habe alles und jeden gefragt, vorbeizukommen. Unglaublich. Und die soll mich beschweren beim Flughafen, weil die Mitarbeiter jedes Mal diese Frage gestellt bekommen. Ich glaube, ich nehme nichts mehr auf, ich bin tot. Willkommen in Tunesien und willkommen in der Hauptstadt Tunis. Jetzt geht es direkt ins Hotel, ins Palais Bayram. Dieses Gebäude wurde noch vor der Französischen Revolution gebaut und hat die Hanafi-Muftis des Königreichs Tunesien beheimatet. Das ganze Areal hat eine Größe von 1400 Quadratmeter und befindet sich im Zentrum der Altstadt. Aber schaut selten. Es ist zwar sehr dunkel, aber ich wollte mich nochmal verabschieden. Kurz vor 1, ich habe in meinem Hotel eingecheckt. Es heißt Palais und es ist wirklich ein ehemaliger Palast. Das Ding ist schon sehr groß, als würde hier mal eine reiche Familie im Stadtzentrum gelebt haben, in der Kasbach. Das ist so, manche sagen Medina, aber eigentlich heißt es Kasbach. Und es ist riesengroß. Ich habe hier ein schönes, ordentliches Zimmer, einen schönen Balkon, aber ich komme nicht raus leider, aber bestimmt eine schöne Sicht, wenn ich rausgucke. Ja, mal sehen, was mich morgen erwartet. Ich habe nicht so viel Zeit in Tunesien leider. Deswegen werde ich den Tag sehr ausreißen, sehr nutzen. Um 7 Uhr ist das Frühstück, das werde ich mir heute direkt gönnen. Die Küche sah phänomenal aus, habe ich kurz gezeigt. Und ja, ich freue mich auf Tunesien. Das Spannende ist, nach Ägypten und Marokko kann ich sagen, wenn du landest, riechst du diesen Sand, riechst du dieses nordafrikanische, du weißt sofort, wo du bist. Das hast du ein bisschen auch in den Emiraten, aber gerade Marokko, Ägypten, dieser Sandstein, ich glaube, die bauen auch mit dem, den riechst du direkt. Und das ist ein schönes, einladendes Gefühl. Ja. Das Interessante ist, an Tunesien, gleich mal ein Fact, die haben hier den Dinar, also so in Serbien, und die Einheit, das hatte ich noch in keinem Land, ist in Millim gerechnet, also 1 durch 1000. Weil bei uns ist es ja so 1 durch 100, 1 Euro, 1 Cent, mal 100 ist wieder ein Euro. Bei denen ist es aber durch 1000. Habe ich auch noch nie erlebt, aber mit so viel Währung bin ich schon umgegangen. Man lernt trotzdem nie aus. In diesem Sinne, gute Nacht, bis morgen. So, gerade aus dem Hotel raus, ihr seht es noch im Hintergrund, hier um die Ecke, gehe ich jetzt die Kasbah erkunden und ihr seht diese kleinen Gassen, so ist es in der Innenstadt. Ich werde mich locker verlieren. Ich gehe jetzt einmal da lang, ich werde mich locker hier verlieren.
aber dafür reist man ja, um sowas zu erleben. Und nachts denkst du, du bist hier unsicher, habe ich auch gedacht, aber ich habe nicht dieses Feeling gehabt. Also die Leute, die hier rumgechillt haben und am Handy waren, die haben mir nicht dieses Feeling gegeben, wer bist du, was machst du hier. Von daher bin ich sehr positiv überrascht und kann euch schon mal einen Fakt über Tunesien sagen. Noch vor den Römerzeiten ist dieser Standort hier Efrika und die Römer haben danach ihre Provinz Afrika genannt. Und jetzt könnt ihr euch denken, wonach der Kontinent hier benannt ist. Das fing von hier, von Tunesien an. Und hier lebten auch die Berber, die sich 100 Jahre lang gewehrt haben gegen die Araber und am Ende verloren haben. Und so wurde Tunesien oder Efrika langsam arabisiert und auch der Islam und das Arabische ist hier rübergekommen. Ja, und was auch interessant ist, Tunesien liegt vor Italien nicht mal 2 Stunden mit dem Boot. Also so weit ist dieser Kontinent gar nicht von uns. Ich auf jeden Fall euch noch später zeigen werde, Tunesien war ein blühendes, florierendes Fleckchen Erde im Römischen Reich. Es gab Städte, die es gar nicht mehr gibt hier. Und es gab hier auch die Phönizier. Man weiß nicht, wo sie herkamen und wie sie auf einmal verschwunden sind. Das war ein größtes Reich vor den Römern. Und ja, irgendwann sind die Franzosen hierher gekommen, wer auch sonst, und haben das Land kolonialisiert. Deswegen reden jetzt viele Französisch. Man sieht viele Peugeots hier rumfahren, alte Dinger. Und das Essen ist französisch angehaucht, viel Käse aus Frankreich. Aber ja, 1956 wurde Tunesien dann unabhängig und das ist ein eigenständiges Land. Und Tunesien klingt schon ein bisschen wie am Anfang Türkei. Wenn ihr genau hinguckt, haben die auch fast die gleiche Flagge. Also war jetzt nicht so einfallsreich. Aber miteinander zu tun haben sie gar nichts. Eine Touristengruppe und die ist genau in meinem Blickfeld, ich glaub's nicht. Na gut. Dieses Denkmal steht für wichtige verschiedene Ereignisse, die in Tunesien stattfanden. Es wurde 1989 gebaut und steht auf dem Kasbach-Platz. Ich habe gleich neue Freunde gefunden, die irgendwie Fußball spielen. Haben mich gleich begrüßt, woher kommst du? Willkommen in Tunesien, ich hoffe, du hast viel Spaß. Also ein sehr, sehr schöner Empfang hier. Und dann habe ich sie auch gleich partizipieren lassen in meinen Videos. Übrigens plus 14 Grad in Deutschland oder in Berlin. Hier habe ich wieder 30 und das ist so der Afterburner nach Kuba. Ich bin geboren für dieses warme Wetter. Ey. Kann noch 35 sein, 40, ich würde es so genießen. Guck mal, ich laufe in der Sonne, alle laufen im Schatten, rechts lang, ich nicht. Also, ist genau mein Ding. Also wenn ich umziehe, ihr wisst, südliche Hemisphäre, mein Ding. Obwohl, kann auch nördlich vom Äquator sein, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin auf einer der Hauptstraßen und stehe hier nicht vor der Moschee, was man oft denkt, sondern vor der Kathedrale vom heiligen Vinzenz von Paul. Die sieht überschön aus. Ich habe gerade keine Infos zu der. Aber wie ihr seht, man kann auch prachtvolle Kirchen hier in Nordafrika sehen. Kleiner Funfact: Tunesien ist nicht mal halb so groß wie Deutschland und hat dennoch 3 Klimazonen. Ich dachte, die Polizei chillt hier, einfach um zu gucken, dass alles kontrolliert ist. Nein, die wollten sich gerade schlagen und die Polizei ist dazwischen gegangen. Also deswegen sind die hier, weil die wissen, was Rambazamba für ein Temperament, was für ein Rambazamba-Temperament machen kann. Das wollte ich sagen. تكون كانت بتعبد لسيدنا علي يعني هذا الشيء Genau, aus dem Stadtzentrum, aus der Medina. Kleine lustige Sache, im Serbokroatischen sagt man zu Tunesien Tunis und zur Hauptstadt Tunis. Also liegt Tunis in Tunis. Klingt komisch, ist aber so. Man muss übrigens mega aufpassen, dieser Boden ist so rutschig, wenn ich jetzt so mache,
vielleicht sieht man es jetzt. Ist schon ein bisschen Sturzgefahr. Und das bei 30 Grad Eis und Glätte oder was? Mega interessant, wusste ich nicht. Das ist schon die zweite Strecke, die ich sehe. In Tunis gibt es die Straßenbahn. Und die sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe vorhin einen Wagen gesehen. Also, wieder was gelernt. Es gibt Straßenbahnen in Nordafrika. Man gönnt es ja sonst nichts, oder? Hier im Stadtzentrum. Von daher, ich melde mich später, wenn es weitergeht. Ein paar Stellen sind hier blockiert mit Zäunen. Man muss rumgehen, das sind die großen Plätze, weil die vorbereitet sein wollen, falls große Demos sind, die in letzter Zeit mal öfter stattfinden, weil die Leute ein bisschen unzufrieden sind, gerade wo die Regierung gewechselt ist. Aber man hat nie den Eindruck, dass sich hier was aufbauen will oder dass das ein bisschen bedrohlich ist, überhaupt nicht. Sieht ein bisschen aus wie die Fanmeile einen Tag nach der WM. So, und während ich beim Außenministerium vorbeilaufe, wollte ich eigentlich dort hinten in so einem 5-Sterne-Hotel, was richtig krass aussieht, mir auf dem Dach, wo auch ein Pool ist, einen schönen Cocktail gönnen, aber anscheinend gibt es den Pool nicht oder die Bar ist so, keine Ahnung. Und deswegen war ich dort, da ist eine Shisha-Bar auch im Hotel, das sieht sehr edel aus. Habe ich mir einen schönen Limette, was war das, Limette-Minze-Cocktail reingeholt, frisch gepresst, phänomenal hat das geschmeckt. Also ich bin jetzt richtig belebt. Ich laufe jetzt wieder ins Stadtzentrum. Zum Clock Tower, ich weiß nicht wie die Uhr heißt, auf jeden Fall gibt es im Stadtzentrum eine große Uhr, die ihr bestimmt noch in den Ausschnitten seht, und die ist so der Ausgangspunkt vom zentralen Tunis Centre, genau. Ja, leider gab es dort gar nichts Veganes, also habe ich mir ein schönes Omelette geholt, ohne Fleisch und so weiter, und diesen Cocktail für 6,30 € in so einem 5-Sterne-Hotel. Besser geht's nicht, da kann man wirklich nicht meckern. Und ich bin jetzt bei dieser Uhr angekommen. Ja, ihr seht schon, das ist typisch Stau, Mau, jeder Hub. Links, rechts musst du gucken als Passant. So ist das hier. Also jetzt hier in Karthago, in der alten römischen Stadt, im antiken Theater. Es gibt nebenan, also 2 Minuten mit dem Auto weiter, gibt es das Amphitheater. Das ist dann nochmal wie eine Arena. Das kennt ihr, so eine Art Kolosseum, aber im Kleinen gehalten. Sagen wir mal Regionalliga-Stadion heutzutage. Und ich bin wirklich geflasht, man sieht schön das Meer da hinten, schön blau. Ich bin mega geflasht, dass einfach hier das Römische Reich war, und jetzt fliegst du nach Jordanien, das sind vielleicht nochmal 3000, ich weiß nicht, 4000, 3000 Kilometer auf der anderen Seite vom Mittelmeer und findest sowas genauso. Also was die Römer für ein Imperium aufgebaut haben. Gut, es gibt jetzt auch große Länder oder auch Russland, aber die haben ja ihre Kultur überall hingebracht und auch so durchgesetzt in damaliger Zeit. Und haben gesagt, ach, hier gibt es nur Stein und so weiter oder was ganz andere Materialien, ist egal, wir bauen dasselbe wie auf der anderen Seite von Europa, oder Asien, was weiß ich, das waren ja 3 Kontinente. Also krass. Kein Wunder, dass sich die Phönizier dann auch hier niedergelassen haben, weil du bist hier am Mittelmeer, du bist aber auch nicht im kriegerischen Europa zur damaligen Zeit, wo jeder gegen jeden, was haben wir hier? Irgendwas. Und ja, auch wenn Tunesien vielleicht jetzt nicht
als Geburtsstätte von vielen bekannt ist. Es war auf jeden Fall ein florierender Markt, Ort, Platz. Nicht umsonst hieß es hier Ifriqiya und der ganze Kontinent ist nach dieser Gegend hier benannt. Also auch wenn es ein bisschen unscheinbar hier wirkt, vor allem weil vieles hier verstreut ist. Also du kannst hier, mit einem Ticket habe ich jetzt 12 Dinar bezahlt, das sind ungefähr 3,50 €, 70. Und da kannst du 12 Sachen dir anschauen, die sind halt überall an die Stadt verstreut. Und dann siehst du mal, wie groß die Stadt überhaupt ist. Weil sonst hast du eine archäologische Stätte, Guptus Forum Romanum ist auch sehr groß, aber halt an einem Platz. Aber hier siehst du, dass das alles verstreut ist. Das heißt, die Stadt war aber auch mega groß damals. Klar war vieles auch aus Holz gebaut, was es jetzt nicht gibt, aber die steinernen Dinge, guck dir das an. Der Leben steht hier locker schon 2000 Jahre oder ein bisschen weniger. Unglaublich. Dieses Amphitheater wurde ca. 100 nach Christus gebaut und fasste bis zu 35.000 Menschen. Dort fanden Gladiatorenkämpfe, Tierjagden und sogar Wasserschlachten statt. Dabei wurde die Arena unter Wasser gesetzt und somit für Boote fertig gemacht. Hier sehen wir einen der Hauptcharaktere in dieser Stadt, Hannibal, sagt euch bestimmt allen. Ah, da kommt ein Bus, den habe ich abgehängt am Flughafen und jetzt kommt er genau auf mich zu. Ich bin die Touristen auf den Weg gegangen. Ich wollte euch zeigen, das ist das Ticket, das ich gekauft habe und ihr seht hier die Attraktion. Und ich fahre jetzt in Villas Romain, weil das wohl das Beste sein soll von denen. Und ich lasse mich überraschen, es ist 2 Minuten Laufen von hier. Ich bin vorhin im Amphitheater gestürzt, nicht im Amphitheater, im Romantheater und habe mein Dings verloren. Meine Fernbedienung, ich muss da nochmal zurück. Ich hoffe, die liegt da. Ich hoffe, ich habe sie dort auch verloren an dem Ort. Auf jeden Fall sind wir hier im alten römischen Stadtkern. Ville Romaine oder Villas Romaine. Also die Häuser, wo die gewohnt haben. Vielleicht kann ich euch was Interessantes dazu erzählen, indem ich diese Tafel hier einfach ablese und so tue, als wäre das meine Info. Oh ne, Französisch. Also falls jemand von euch Französisch kann. Le raisin est à foule au pied. La propriété corporelle des calcators devait être irréprochable afin que le vin puisse être utilisé pour les libations religieuses. Also ich glaube, hier wurde irgendwas Religiöses auch genutzt, aber und Wein angebaut. Oder vielleicht wurde Wein hier verarbeitet. Das ist möglich. Also hier kurz für euch einfach dann Stopp drücken. Sogar die EU hat damit gebaut. Ja, kein Wunder, ihr habt sie auch zerstört danach. Wollen wir mal ehrlich sein. Naja, auf jeden Fall interessant. Viel mehr zu bieten als das Theater nebenan. Aber ihr seht, das ist nicht weit. Das war 2 Minuten Laufen. Nicht mehr, 2 Minuten. Nebenan, aber ein anderer Eingang. Hier sieht man noch das alte Mosaik, ey. 2000 Jahre Mosaik. Wir renovieren unsere Wohnung alle 10 Jahre, mal neue Tapete oder Fußboden verlegen. Alle 10, 15 Jahre. Und die haben 2000 Jahre Mosaik hier benutzt. Das steht immer noch. Wow. Wow, wow, wow. Wisst ihr, was ich krass finde? Die Ameisen hier. Sieht man das? Die sind mega groß. Also die sind von der Länge her wie meine Fingerspitze. Wie eine Fingerkuppe. Mega groß. Ich hoffe, die sind nicht gefährlich. Viele Köpfe sind hier abgeschlagen worden, als Karthago dann zerstört und vernichtet wurde beim Rückzug. Aber sowas haben die da gelassen. Da sehen wir übrigens das ideale Frauen- oder Männerbild. Ja. Gar nicht so abwegig die Römer gewesen. So, damit ihr mal seht, was für ein schöner Ausblick von hier oben die Römer hatten. Kein Wunder, dass sie sich auf diesem Berg angesiedelt haben. Hier hinter mir, wo die Mauer ist, da ist das Theater. Hinter dieser Mauer geht es dann so runter. Und hier geht es runter zum Meer.
wundervoller Ausblick. Und in die Richtung, dahin, gucken wir Richtung Tunis. Also der Flughafen ist da und genau in dieser Bucht an der Ecke ist Tunis, Hauptstadt von Tunesien. Wenn ihr jetzt die Straße oder die Küste da runter brettert, kommt ganz weit, in 3-4 Stunden kommt Monastir und noch weiter kommt dann irgendwann Djerba. Das kennen bestimmt viele als Urlaubsort. Hier zur Orientierung, hier bin ich gerade und hier war die Stadtmauer der Punia im 4. Jahrhundert bis 3. Jahrhundert vor Christus und ungefähr 147 vor Christus ist ja alles niedergebrannt durch die Römer. Und da ist das Amphitheater, wo ich gerade war, und die römischen Siedlungen nebenan. Da seht ihr mal, wie groß eigentlich das ist. Und das alles hatte eine Stadtmauer, die immer weiter erweitert wurde. Und da hört auch irgendwann Tunesien auf. Dann geht die Küste nämlich am Mittelmeer entlang, waagerecht zu Europa. Übrigens wird das ja alles von Deutschland finanziert, die Ausgrabungen, weil deutsche Forscher das hier unbedingt erhalten wollen würden und sich für die Zeit interessieren. Das sind römische Fußböden und hier seht ihr punische Fußböden. Ich sehe keinen Unterschied, aber die Archäologen bestimmt und die Historiker. Draußen seht ihr zwar keine Türme, nur das Meer, aber genau so eine Mauer stand da früher, vor 2000 Jahren. Ich kann es immer noch nicht fassen. Die Akademie der Wissenschaften und anderer Wissenschaften und der Kunst. Entschuldigung. Ich bin im Amphitheater beim Klettern schön gestürzt auf der letzten Stufe und habe nicht gemerkt, dass ich das Ding hier verloren habe. Und ja, ich habe es wieder gefunden. Ich bin wieder zurückgelatscht nach der zweiten Station, Villeromaine. Und jetzt gehe ich zu den Thermen d'Antoine. Das ist Station Nummer 4. Da will man einmal cool sein und man folgt eigentlich einem Weg. Und ich bin jetzt irgendwo hier im Dschungel gelandet. Also hier ist ein Weg, aber... Oh, ich glaube, ich komme wieder auf den Hauptweg. Ich war doch nicht so weit. Ja, naja, was auch immer. Ich bin jetzt wieder auf dem Hauptweg gelandet. Ich dachte, ich wäre jetzt wirklich im Nirvana, weil ich von da kam. Aber anscheinend wurde ich wieder auf den rechten Weg geleitet. Ohne rechts zu sein, wenn ihr versteht, was ich meine. Im Norden des Römischen Reiches gibt es den Hadrian's Wall. Er trennte in der Nordgrenze das Römische Reich von den Schotten und deren Vorgängern. Benannt ist er nach Kaiser Hadrian. Sein Adoptivsohn Antoninus Pius hingegen baute im Süden des Reiches die größte Therme der römischen Provinzen. Sie erstreckt sich von 50 bis 200 Metern und ist auch an der Küste von Karthago gelegen. Diese Thermen wurden fast 350 Jahre genutzt, bis sie im 5. Jahrhundert von den Vandalen zerstört wurden. Einige der Objekte hier wurden dann für andere Häuser und Gebäude genutzt.
Am Ausgang sind die ganzen Souvenirshops, da musst du den Leuten aus dem Weg gehen. Der eine hat schon gesagt, komm später, wenn du reingehst, komm wieder bei mir raus. Und dann kommt gerade einer auf mich zu und sagt, oh my friend, where are you from? Espanol, Francais. Ich sag so, nee, ich kann nur Kroatisch. Ah, dobro, kako si, šta ima? Junge, sind wir so international oder was? Ich meinte, und dann sagt er, dođi da kupiš Souvenir. Ne, hvala, also nein, danke. Ich dachte nicht, dass die Sprache so verbreitet ist, gerade in Tunesien anscheinend schon. Oder ich habe es wieder Luka Modric zu verdanken, dass Leute Kroatisch lernen. Ich bin hier im Museum von Karthago und ratet mal, was das da ist. Ratet mal bitte. Ich gebe euch 10 Sekunden. Keine Ahnung, ob das 10 waren, aber das ist eine Kirche. Eine Kirche, Halleluja. Nicht mehr in Nutzung, aber ist niemals gedacht. Es ist halt alles 2000 Jahre alt. Das heißt, diese Fragmente wurden einfach so gefunden und dann hier hingestellt. Jetzt kannst du dir anschauen, was du anschauen willst. Ja, irgendwas dabei, Regenrinne, ja, Regenrinne jetzt nicht, aber Säulenelemente, Stuck, alles dabei vor 2000 Jahren. Ich habe vorhin ein Grab von einem gefunden, irgendein Franzose, der hier war, das ist im 14. Jahrhundert, aber das hier ist alles ungefähr 200 vor Christus bis 300 nach Christus. Das können die so ungefähr schon einordnen. Also die Nekropolis ist da hinten, das ist punisch, das ist vor Christus und dann kommt hier so römisches Reich ungefähr nach Christus. Dann haben die einfach weitergelebt. Unglaublich, ey. Und das hier ist so der Hinterhof der Kirche. Ich bin gerade ein bisschen außer Atem, weil ich viel gelaufen bin und meine Füße langsam nachgeben und auch mein Akku. Ich habe noch 12% und ich muss noch nach Hause finden. Ohne Akku finde ich nicht mehr nach Hause. Und auf diesem Ticket, wo ich mir alles anschauen kann, fehlen noch 2, 3 Sachen. Da fahre ich jetzt direkt hin, die sind nicht so groß und von da geht es direkt ins Hotel und meinen Akku aufladen, also meinen persönlichen und auch den von meinem Handy. Und ja, die bisschen die Sonne nicht zu sehr auf mich brennen lassen, weil das ist ein richtiger Afterburn. Ich merke, wenn ich jetzt 2 Tage mich sonnen würde, dann wäre wieder Game Over. Dann fängt mich wieder an zu pellen wie eine Orange. Ja, ich liebe Yakiba, aber dieses Getränk haut nochmal ganz anders rein, ey. Übertrieben geil. Ich habe 4 Dinar bezahlt, das ist ungefähr 1, lass mich nicht lügen, 1,20, 1,30. Aber hier ist alles ein bisschen teurer, wenn du natürlich in diese Museen und so reingehst, in der Stadt oder so nicht. Aber das schmeckt phänomenal, richtig krass. Musste ich jetzt mal still und heimlich ein bisschen Werbung hier einbauen. Unfinanziert natürlich. Also, ich habe gerade die Rabauken spielen sehen. Ich bin gerade auch. Da ist ja noch einer. Sieht man ihn? Ah, jetzt haut er ab. Ich bin Angst bekommen, der Kleine. Aber auf jeden Fall bin ich hier auf dem puntischen Friedhof. Und man sieht leider gar nichts. Wirklich. Ah, hier Grabsteine, doch jetzt. Warte, ich zoome mal ein bisschen raus. Ja, man kann nicht. Auf jeden Fall Grabsteine sieht man hier. Man sieht doch was. Und sonst habe ich jetzt hier, bin ich in 3 Minuten durch. Und dann habe ich mit wie viel? 9% Akku die Chance nach Hause zu fahren. Ihr wisst, ich liebe die Herausforderung. Ansonsten muss ich Leute fragen, wie ich dorthin komme oder ich deren Google Maps mal benutze und dann aus dem Kopf fahre, wie so oft. Da sind jetzt noch ein paar Grabsteine. Na, Halleluja, ich dachte schon, ich sehe nur Ausgrabungen. Ja. Also ich bin auf einem Friedhof, der schon über 2000 Jahre alt ist. Ich glaub's nicht, ey. Da siehst du mal, was aus dem Menschen übrig bleibt. Gar nichts. Du bist weg. Ein Grabstein bleibt da. Und wird sich jemand daran erinnern? Nein. Da wird kein Nachfahre nach 2000 Jahren kommen und sagen, ah stimmt, mein Uropa, der war ja hier. Ich lebe zwar jetzt in Kanada und habe auch einen ganz anderen Namen, habe auch eine ganz andere Religion, aber
Stimmt, der war hier. Also, seid gute Menschen, solange ihr lebt. Und dann sollen euch die, mit denen ihr gelebt habt, gute Erinnerungen behalten und Gutes über euch schreiben. Das bleibt wenigstens ein bisschen. Und dann könnt ihr das mit in die andere Welt, in die andere Dimension oder was auch immer, wo uns der Weg hinführt, mitnehmen. Das bleibt das Wort. So, kleine Empfehlung des Hauses mit Genehmigung zum Film. Hier in der Medina von Sousse. Ich habe gerade für eine Shisha, die 2 Stunden ging, dann konnte ich auch nicht mehr, ein Kaffee, ein Tee aufs Haus und ein Tee für 6,20 € bezahlt. Also ich kann euch das wärmstens empfehlen, wenn ihr in Sousse seid.